Zum einen sehen wir heute eine sehr starke Ausdifferenzierung dieser Rolle. Es gibt nicht mehr den Data Scientisten, die Data Scientistin, sondern eben sehr viele spezialisierte Rollen. Und zum anderen hat sich die Rolle in Unternehmen und Organisationen ganz grundlegend verändert. Data Scientists arbeiten heute viel enger mit Fachbereichen zusammen und sind viel stärker in Wertschöpfungsprozesse eingebunden. Gleichzeitig wird Data Science heute noch viel stärker als früher als strategisches Asset verstanden, oft mit einer direkten Verankerung auf Top-Management-Ebene. Und vielleicht am spannendsten und für uns alle am direktesten spürbar: grundlegende Data Science Kompetenzen sind heute nicht mehr nur Spezialistinnen und Spezialisten vorbehalten, sondern werden in fast allen Funktionen relevant. Wenn ich auf die Zukunft des Data Scientist-Berufs schaue, sehe ich schon einige klare Entwicklungstrends. Ich bin sehr überzeugt, dass Data Scientists immer mehr zu Decision-Architekten werden. Das heißt, sie analysieren nicht nur Daten, sie gestalten, wie Entscheidungsprozesse in Unternehmen und Organisationen getroffen werden. Parallel dazu glaube ich, dass die Engineering-Kompetenz stark an Bedeutung gewinnen wird. Es reicht nicht mehr, einfach Modelle zu entwickeln, sondern man muss sie auch in funktionierende, produktive Systeme übersetzen können. Ein weiter wichtiger Punkt scheint mir die Rolle von Architekturen. Es geht in Zukunft weniger darum, Modelle von Grund auf zu programmieren, als vielmehr verschiedene KI-Komponenten sinnvoll zu kombinieren und daraus robuste Lösungen für die Praxis zu bauen. Und für mich persönlich vielleicht am spannendsten ist, dass Data Scientists in Zukunft wahrscheinlich zu verbinden zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz werden. Sie tragen dazu bei, dass so etwas wie Superminds entstehen, also Systeme, in denen Menschen und Maschinen gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen als jeder für sich allein.